Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian und willkommen zum Studio-Update. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich mal wieder ein Studio-Update gemacht habe, aber dabei ist so viel passiert, beziehungsweise, wenn ich so drüber nachdenke, man sieht relativ wenig, aber es sind häufig die Details, die wir halt so bauen. Und momentan sind wir viel an vielen kleinen Sachen, die wir rumknibbeln. Ach, Moment, ich zeige dir mal eine Sache. Wie zum Beispiel hier diese Tür. Wir haben hier unsere Tür ins Media Office, sagen wir immer, also da, wo YouTube gemacht wird, haben wir hier umrandet mit so einer schönen kleinen Umrandung. Und haben gesagt, ja, hier schön das Grau-Orange von Helden der Werkstatt, passt hier super hin und haben sowas gebaut. Aber jetzt gucken wir uns mal was anderes an, nämlich unsere Schubladen. Sind sie nicht schön, unsere Schubladen? Wir haben hier wirklich in Massen Schubladen gemacht und wir haben hier eine extrem lange Werkbank. Aber erst einmal, schaut mal hier. Ja, wie schön das Ganze hier zugeht. Wir hatten übrigens einige, die gesagt haben, Mensch, da unten Schubladen, das ist ja völliger Quatsch. Wir kommen damit ganz gut klar. Die Sachen, die wir selten brauchen, die sind halt unten, dann passt das schon. Ja? Ansonsten ist es so, wir haben hier ja eine Werkbank mit einer Länge von 7 Metern und haben die komplett ausgestattet mit Schubladen. Und das war echt viel Arbeit. Wenn ihr das sehen möchtet, schaut mal bei Helden der Werkstatt vorbei. Und das ist so, dass vor kurzem bei unserem Community-Event war es ja so, dass viele von euch hier waren und haben gefragt, was ist denn da drin? Nichts. Also gar nichts zurzeit. Ich baue demnächst erst einmal Einlagen und Einsätze hierfür, um die Sachen hier auch geordnet reinzubekommen. Ja? Und hier werden auch noch Schilder dran kommen, was ist denn eigentlich drin. Das kommt aber demnächst. Ich wollte nur erstmal, dass das drin ist, weil es sah für euch bestimmt immer komisch aus, wenn wir gedreht haben und hier waren einfach nur Löcher unter der Werkbank. Eigentlich ein bisschen traurig. Aber es hat halt ein bisschen gedauert. Und 30 Schubladen haben sich nicht schnell gebaut, sondern wir haben ganze 3 Tage dafür gebraucht. 1 Meter weiter oben, jetzt geht es um die Werkzeugwand. Du hast in hunderten Videos inzwischen genau diese Werkzeugwand gesehen. Aber da drüben war es immer total leer. Und das war natürlich irgendwie überhaupt nichts und wir hatten aber keine Zeit dafür. Jetzt haben wir uns mal die Zeit genommen und haben das Ganze gebaut. Und jetzt haben wir auch endlich hier unsere Erweiterung, also ergo unsere zweite Werkzeugwand gebaut. Ja? Aber wie du siehst, ist immer mal wieder irgendwas im Einsatz. Hier oben hängt ja normalerweise auch eine Oberfräse. Und wir persönlich machen das bei der Werkzeugwand immer ein bisschen anders. Erstens gab es viele Kommentare, die gesagt haben, ein großer Nachteil, wie ich finde, ist, dass alles verstauben kann. Ja, eigentlich nicht, wenn du es dauernd benutzt, ja. Und selbst wenn, dann kannst du hier auch einmal mal mit einem Kompressor rübergehen, dann ist das wieder sauber. Nummer 2 haben viele auch gesagt, sie finden das ein bisschen unpraktisch, weil man es nicht umhängen kann. Kommt es nun mir so vor, oder ist das die wohl unpraktischste Art und Weise, sein Werkzeug zu befestigen? Wir sagen, in einer halben Stunde ist der ganze Halter hier abgebaut, was Neues ran und fertig. Es geht eigentlich sehr schnell. Und ganz ehrlich, das, was du hier machst, ja, ist sehr viel Üben und Lernen. Denn zum Beispiel hier haben wir geübt, mit der C&C zu fräsen. Ja? Das ist alles hier C&C gefräst. Oder hier haben wir uns einen Bithalter gebaut. Dann haben wir einfach mal geschaut, wie macht man denn das? Und dann lernst du auch Handwerksfähigkeiten und schaust mal, wie kann man bestimmte Dinge so machen. Und übrigens, was wir noch hier drin haben, ist unsere Absauganlage ist ja jetzt auch fertig. Ja? Hier hinten sieht man es noch. Hier haben wir, ja, unsere Blasgates sind da, ja? Können hier entsprechend aufmachen. Oder wieder zu, können hier entsprechend was reinstecken und das wird automatisch abgesaugt. Und hier ist ja unsere Absaugautomatik auch jetzt eingebaut, ja? Hier auf Auto momentan und wenn ihr hier drauf schaltet, ist das Ganze auch entsprechend an. Ja? Wenn du dich dafür interessierst, auch dafür haben wir das Video hier oben mal verlinkt. Und jetzt gehen wir mal in was ganz Neues, was noch, glaube ich, gar keiner gesehen hat, und zwar in unser Fitnessstudio. Willkommen im Kraftwerk oder wie ich sagen würde, in der Folterkammer. Nämlich das wird unser neues Fitnessstudio. Nicht nur für mich, sondern vor allem eigentlich für Sandra. Aber das wird natürlich für uns alle. Das heißt, alle, die wir hier arbeiten, bekommen dann ihr Fitnessstudio hier. Wir können hier zusammen trainieren, machen und tun. Damit wir noch mehr Zeit miteinander verbringen. Nein, aber auch gerade für den Rücken, ihr kennt das vielleicht, ja, man wird ja auch ein bisschen älter, muss man was für unseren Rücken machen. Und dann haben wir hier den wunderschönen Raum und haben erstmal den komplett leer geräumt. Hier standen noch Wände mit allem drum und dran. Übrigens, man sieht, wie Sandra das abgerissen hat, das ist der Hammer. Guckt euch das Video an, habe ich dir auch mal hier oben verlinkt. Und dann haben wir Folgendes gemacht, der Raum wurde komplett in schwarz gestrichen und jetzt, ja, du siehst das nicht mehr so ganz, weil jetzt haben wir schon unsere Spiegel hier dran. Gefühlt deckenhoch, aber der Raum hier hat 6 Meter, glaube ich, auf 5 Meter Höhe. Da wirken selbst die 2 Meter Spiegel wie gar nichts. Ja?
Und als nächstes haben wir vor allem eine Sache gemacht, und zwar diese Decke hier gebaut. Denn wir hatten hier wie immer ein Problem, nämlich Hall. Jetzt stehe ich doch hier schon in dem Fitnessstudio bzw. in dem Raum, der das Fitnessstudio werden soll. Der Raum ist so groß und es hat wahnsinnig Gehalt. Und ihr kennt das hier schon, das ist von Ladenburger das sogenannte Studioline Akustikholz. Und das haben wir diesmal mal nicht an der Wand dran getan, sondern haben wir an die Decke getan. Und das sieht ultra mega krass aus. Ja? Schaut euch das mal an, wie genial das aussieht. Und wir haben es also mal andersrum gemacht, sonst haben wir immer die Wände in Holz und die Decke in Schwarz oder in Sepia-Grau, wie wir es hier gemacht haben, sondern hier haben wir es einfach mal andersrum gemacht. Und als nächstes werden wir Folgendes machen. Hier kommen noch die Lampen ran, der Fitnessboden rein und dann geht es auch schon an die Geräte. Boah, ich bin gespannt. Und jetzt sollten wir mal in die Scheune schauen. Und hier sind wir in der guten Stube, in unserer Scheune. Wir haben weitergebaut, aber eigentlich muss ich ja richtig starten. Und zwar, hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian und das hier ist die Werkzeugkathedrale. Ja, also hört sich auch noch so ein bisschen so an. Nein, wir haben hier auf jeden Fall weitergebaut. Ja? Wir haben hier gebaut und zwar einiges, was du auch gerade gar nicht siehst. Aber erst einmal, wir haben das Ganze jetzt von außen verkleidet. Das heißt, wir haben hier unser Holz dran. Und zwar genau so, wie ihr es entschieden habt. Ich habe euch ja gefragt, welche Farbe soll das Ganze bekommen. So ein hellgrau, also so ein Grauanstrich, das so ein bisschen alt aussieht. Und genauso ist es jetzt auch geworden. Falls du dich übrigens wunderst, warum es hier so ein bisschen anderes Licht ist, wir haben ja momentan gar kein Licht drin. Das richtige Licht kommt erst noch später. Denn wir müssen noch einige Sachen machen. Und zwar da oben, schaut mal. Da oben, ja, das muss alles noch verkleidet werden. Hier fehlt noch überall das Holz an der Decke. Ja, das ist noch nicht da, aber sei es drum, werden wir demnächst machen. Ja. Was wir aber gemacht haben ist, ihr durftet euch verewigen. Das hat das noch niemand gesehen. Kommt mal mit. Kommt mal mit. Nämlich ihr hattet folgende Möglichkeit. Die hier waren beim Community-Event, die konnten hier eine kleine Widmung reinschreiben und hier haben die ihren Namen verewigt. Oder was haben Sie hier geschrieben? Viel Glück aus dem Ostharz und so weiter und so fort. Fand ich mega süß, habe mich total gefreut, dass ihr hier wart und dass ihr hier euch verewigen konntet. Wenn ihr nochmal die Möglichkeit habt, herzukommen, ja, dann werde ich dasselbe nochmal machen. Nämlich dann könnt ihr euch genau da auf dem Balken immer weiter verewigen. Finde ich eigentlich ganz schön, euch so ein bisschen auch hier zu haben. Und jetzt schiebe ich euch mal so ein bisschen hier raus. Jetzt muss der Kameramann aufpassen, nicht stolpern, genau, weiter raus, weiter raus, weiter raus. Denn wir haben noch was gemacht und zwar haben wir hier unsere Heizung eingebaut. Und zwar ist es so, dass wir hier bewusst darauf verzichten wollten, irgendwelche besonderen Heizungsarten hier drumherum zu bauen, sondern wir haben hier jetzt eine Fußbodenheizung eingebaut. Ja? Das heißt, wir haben hier ganz normal das, was man macht für eine Fußbodenheizung, hier verlegt, diese Dämmung, diese Noppenzeugs, dann die Rohre und am Ende kam hier Estrich oben drauf. Ja? Hier wunderschön. Ja, er trocknet noch leicht. Ich glaube, das Ganze ist so 5, 6 Wochen inzwischen her. Man kann das natürlich begehen und so langsam merkt man auch, dass die Feuchtigkeit raus ist. Aber ihr kennt das ja vom Hausbau vielleicht, das dauert immer ewig. Hier sind wir bei uns in der Haupthalle und hier werden wir demnächst noch mal richtig angreifen, richtig viel machen. Übrigens, viele von euch kennen das ja. Hier lag ja vorher das ganze Holz, was wir in der guten Stube verbraten haben. Und übrigens kennt ihr natürlich auch das hier. Ja? Das haben wir in der Live-Show schon mal benutzt, genauso wie hier hinten das Auto von Kalle. Und mit dem Auto von Kalle haben wir noch einiges vor. Aber das seht ihr auf jeden Fall in der übernächsten Live-Show. Also seid auf jeden Fall dabei, wenn es wieder heißt, ran ans Werkzeug, die Live-Show. Es gibt noch so viele Kleinigkeiten, die sich hier verändert haben, aber das zeige ich euch vielleicht beim nächsten Mal, weil nur die Kleinigkeiten, interessiert euch das überhaupt? Interessiert euch das? Schreibt es mal unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Mich würde übrigens auch interessieren, wollt ihr mal live dabei sein, wie wir eine Live-Show machen? Also schreibt ja auch mal unten in die Kommentare, ob ihr sagt, ja, wäre cool, bei einer Live-Show mal live dabei zu sein, als Publikum quasi, oder als Spontangast vielleicht dann, wenn wir euch aus dem Publikum mit zu uns in die Show nehmen. Wäre ist mal so eine Idee. Schreibt es in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Schreibt auch mal in die Kommentare, was ihr so vermisst, was ihr gerne noch wissen wollt von unserem Umbau. Und jetzt gehe ich mal wieder zugucken, wie andere umbauen. Bis dann.